Stell dir vor, du wachst am Tag der Auferstehung auf und die Engel nehmen dich mit. Die größten und stärksten Wesen, die du je gesehen hast. Du fragst, wohin bringt ihr mich? Aber sie antworten nicht. Und plötzlich hörst du eine gewaltige Stimme sagen, seht nach, was dieser Mensch an Gebeten mitgebracht hat. Und plötzlich wird dir einiges klar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ein Muslim ohne Gebet. Diese Vorstellung war für viele unserer Vorfahren unvorstellbar. Und doch begegnet sie uns heute leider viel zu oft. Junge Männer, die sagen, ich glaube an Allah, aber beten, das mache ich später, wenn ich alt bin. Schwestern, die sagen, ich trage das Kopftuch, ich faste, aber das Gebet schaffe ich gerade nicht. Andere sagen, ich gehe doch zur Jumu'ah, das reicht. Doch die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, bin ich noch Muslim, wenn ich nicht bete? Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam wurde auf 5 Säulen erbaut. Die Shahada, das Gebet, das Zakah, das Fasten im Ramadan und die Hajj für den, der dazu in der Lage ist. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. As-Salah ist nicht irgendein Ritual. Es ist der wiederkehrende Vertrag mit Allah, 5 Mal am Tag und kommt direkt nach der Glaubensbekenntnis. Und wusstest du, dass das Gebet das erste ist, wonach du gefragt wirst am Tag des Gerichts? Rasulullah sagte, das erste, worüber der Mensch am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, ist das Gebet. Ist es in Ordnung, so sind auch seine restlichen Taten in Ordnung. Überliefert bei Tirmidhi. Wir müssen verstehen, was das heißt. Das Gebet ist wie ein Schlüssel. Wenn dieser Schlüssel fehlt, öffnen sich keine weiteren Türen. Unser geliebter Prophet war schockiert, als er erfuhr, dass in seiner Umma Menschen sein werden, die das Gebet verlassen. Jibril a.s. kam zu ihm und berichtete, dass unter seiner Gemeinschaft Menschen geben wird, die nicht beten. Der Prophet war erschüttert, denn für ihn war das Gebet der Beweis des Glaubens, die Sprache der Seele mit dem Herrn der Welten. Wie kann es sein, dass jemand sagt, ich bin Muslim, aber nicht einmal eine von 24 Stunden am Tag mit seinem Schöpfer spricht? Allah warnt uns im Koran in mehreren Stellen eindringlich vor denen, die das Gebet vernachlässigen. Eine gewaltige Warnung sehen wir in Surah Maryam, Vers 59 und 60. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. So werden sie den Lohn für ihre Verwirrung vorfinden, außer denjenigen, die bereuen, glauben und rechtschaffen handeln. Meine lieben Geschwister, schaut genau hin. Allah erwähnt 2 Dinge. Erstens, das Gebet wird vernachlässigt. Zweitens, die bereuen und glauben. Bedeutet das im Umkehrschluss denn nicht, dass der, welcher nicht betet, nicht glaubt? A'udhu billah. Die Mufassirun sagten klar, das Vernachlässigen des Gebets widerspricht dem echten Glauben. Denn wenn wir wirklich an Allah und das Jenseits glauben, wie kann man dann den direkten Zugang zu Allah so achtlos wegwerfen? Der Tabi Abdullah ibn Shaqiq machte eine gewaltige Aussage. Die Gefährten des Propheten betrachteten das Unterlassen keiner einzigen Tat als Kufr, außer dem Gebet. Was bedeutet das? Die Sahaba radiallahu anhu, die besten Menschen nach dem Propheten, waren sich einig, wenn jemand das Gebet verabsichtlich unterlässt, dann ist das nicht einfach eine Sünde, es ist der Weg in den Unglauben. Und diese Meinung vertreten viele der frühesten Gelehrten, Namen, die das Herz beben lassen. Abdurrahman ibn Auf, Muad ibn Jabal, Abu Huraira, ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Jabir, Abu Darda und weitere radiallahu anhu. Sie alle waren der Ansicht, wer das Gebet verlässt, hat den Islam verlassen. Daher, meine Geschwister, lasst uns die Sache ernst nehmen. Jabir ibn Abdullah überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen einem Menschen und dem Kufr steht das Gebet, überliefert bei Muslim. In einigen authentischen Überlieferungswegen heißt es sinngemäß, der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist im Kufr verfallen. Dieser Wortlaut findet sich in verschiedenen Fassungen des Hadithes bei At-Tirmidhi, An-Nasa'i und Imam Ahmed mit leichten Variationen, jedoch stets mit derselben klaren Aussage: Wer das Gebet aufgibt, stellt seine Zugehörigkeit zum Islam ernsthaft in Frage. Viele Gelehrte, darunter Imam Ahmed, sagen, das sei ein klarer Beweis. Wer gar nicht mehr betet,
Keines der 5 Gebete ist kein Muslim mehr. Die Mehrheit der Gelehrten, darunter Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam al-Shafi und weitere wie Al-Qurtubi und An-Nawawi sagten jedoch, wenn jemand das Gebet aus Faulheit verlässt, es dennoch als Pflicht anerkennt, dann begeht er eine große Sünde, bleibt aber Muslim. Worin es keinen Zweifel gibt, wenn jemand sagt, ich muss nicht beten, also das Gebet leugnet. In diesem Fall ist er eindeutig aus dem Islam ausgetreten. Ibn Uthaymin rahimahullah sagte dazu sinngemäß, wie kann jemand bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist und gleichzeitig nicht beten? Ist das nicht ein Widerspruch? Und trotz all diesen Warnungen öffnet uns Allah die Tür der Reue bis zum letzten Atemzug. Allah sagt in Surah Maryam, außer denjenigen, die bereuen, glauben und rechtschaffen handeln. Jene werden in die Paradiesgärten eingehen und ihnen wird kein Unrecht zugefügt. Subhanallah. Wir sündigen und er versorgt uns dennoch. Wir vergessen ihn, doch er vergisst uns nie. Wir brechen seine Gebote und er lässt uns die Türen der Reue offen. Wie barmherzig ist dieser Rabb. Verdient er, subhanahu wa ta'ala, es nicht, endlich angebetet zu werden. Das Gebet zu verlassen ist gewaltig, aber zurückzukehren ist größer, wenn du es aufrichtig tust. Ein einziges Gebet, das du aus vollem Herzen verrichtest, kann der Wendepunkt deines Lebens sein. Ein Takbir, das du aufrichtig sagst, kann deine Seele reinigen. Ein Fajr im Morgengrauen kann die Dunkelheit deines Inneren vertreiben. Was bedeutet unser ganzes Leben, wenn wir nicht mal 5 Minuten mit dem Herrn der Welten verbringen? Wenn wir essen, trinken, lachen und weinen, aber zu stolz sind, uns niederzuwerfen. Und das trotz, dass Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Ab heute soll es keine Ausreden mehr geben. Kein Ich fange ab dann und dann an. Das Gebet ist für jeden Pflicht, auch für jene, die sagen, aber ich habe ein gutes Herz. Du brauchst keine neue Kleidung, um zu beten. Du brauchst keine perfekten Orte, keine arabische Grammatik. Du brauchst nur Ehrlichkeit mit Allah und ein Herz, das sagt, Ja Rab, ich bin zurück. Warte nicht auf einen besseren Moment, denn der beste Moment ist jetzt. Der Todesengel wartet nicht auf deine Reue, er kommt plötzlich mit dem Befehl. Also bete heute, bevor morgen über deinen leblosen Körper gebetet wird. Ich sage diese Worte nicht als Richter, sondern als ein Bruder. Wir haben vielleicht Jahre ohne Gebet hinter uns, aber Allah gibt uns heute noch einen Sonnenaufgang. Wie viele Menschen stehen am Grab eines anderen, mit Tränen in den Augen und sagen, Ja laytahu salla, hätte er doch gebetet. Lasst nicht zu, dass man so über dich sprechen muss. Lasst nicht zu, dass dein Leben endet, ohne dass du einmal aufrichtig den Kopf auf den Bogen gelegt hast. Zögere nicht, aus Liebe zu Allah, aus Angst vor dem jüngsten Tag und aus Sehnsucht nach Al-Jannah. Wie auch Ibn al-Qayyum sagte, es gibt keinen größeren Verlust für einen Muslim als das Verlassen des Gebets. Es ist der Schlüssel zu allem Guten. Wenn du in diesem Moment diesen Vortrag hörst, dann wisse, Allah hat dir diese Erinnerung geschickt, nicht durch Zufall, sondern weil er sich über die Rückkehr seines Dieners freut. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.